Neue Maschine, neue Ära. Was in diesen Boxen drin ist, wir finden's raus. Gleich nach dem Intro. Ja, ich bin wieder mal eine coole neue Kooperation eingegangen. Dieses Mal mit dem Werkzeugladen auf gut Deutsch. Es ist ein ganz cooler Laden bei uns in der Schweiz, wo es Maschinen und Werkzeuge in Top-Qualität gibt, mit sehr guter Beratung, ganz coole Leute, die da arbeiten. Ich habe da zum Beispiel auch schon meine DH330 von Metabo, den dicken Hobel, gekauft. Oder meine Frästischeinlage plus die Triton-Fräse, die da drunter rotiert, habe ich mir da gekauft. Und wie gesagt, das ist ein Top-Laden, hinter dem ich super stehen kann und sehr gerne diese Kooperation mache. Es geht um diese Maschine, die sich noch in diesen Boxen befindet. Ich verrate immer noch nicht, was da drin ist. Der eine oder andere kennt es vielleicht schon an dem Zeug hier oben, wenn ihr vom Fach seid. Aber mehr dazu später. Denn ganz am Anfang haben wir noch ein kleines Problem. Damit diese Maschine bei mir in der Werkstatt Platz findet, hier geht der Platz einfach wirklich aus. Ich habe keine Möglichkeit mehr, hier irgendwas hinzustellen. Darum muss der ganze Bereich hier hinten weichen. Das ist mein Holzlager plus so Kleinteilelager etc. Das muss alles weg. Das kommt an einen neuen Ort. Das ist dann Teil von einem anderen Video wahrscheinlich. Jetzt packe ich das Zeug erstmal weg und dann schauen wir, was in diesen Kisten drin ist. Bis gleich. Ja, der Abbau vom Holzlager hat mich jetzt wieder locker eine Stunde Arbeit gekostet. Jetzt kann es jedenfalls losgehen mit dem Unboxing und der Installation von diesem Baby hier. Ganz viele von euch haben bestimmt erraten, was das ist bereits. Es ist eine Drechselbank, die ins Hause Rhinoworks einzieht. Ein absolutes Novum für mich. Ich fand Drechseln schon immer total spannend, habe mich aber nie wirklich dran getraut. Jetzt, dank der Hilfe vom Werkzeugladen, bekomme ich endlich die Chance, das auszutesten, dieses neue Hobby anzutesten und da freue ich mich riesig drauf. Der Werkzeugladen hat mir die Wahl gelassen. Sie wollten Laguna-Produkte promoten. Da war zum Beispiel eine Fusion dabei, Tischkreissäge, die sicher extrem spannend gewesen wäre. Die würde hier allerdings niemals reinpassen in meine Mini-Werkstatt. Dann eine Bandsäge, was ebenfalls cool gewesen wäre. Allerdings habe ich bereits eine Bandsäge, mit der ich eigentlich recht zufrieden bin. Das kam dann also auch nicht in Frage. Und die dritte Option war eben diese Drechselbank, was ich total genial finde. Da musste ich natürlich sofort zuschlagen und ich freue mich riesig auf die Kooperation mit dem Werkzeugladen. Ich habe auch einen Drechselkurs besucht, der mir die Jungs ebenfalls offeriert haben. Der ging so 2 Stunden. Ich habe da diesen Honiglöffel aus Eschenholz gedrechselt. Das hat riesig Spaß gemacht. War auch eine ziemliche Herausforderung am Anfang, was Neues auszuprobieren. Aber wie gesagt, hat total Bock gemacht und ich freue mich darauf, künftig ganz viele ähnliche Projekte hier in der Werkstatt zu realisieren. Der Werkzeugladen hat mich nicht nur mit der Drechselbank per se ausgestattet, sondern zum Beispiel auch mit der Maschinenbettverlängerung, einem Untergestell mit Fahrvorrichtung, verschiedenen Aufnahmen, extrem viel Zubehör, auch solche Starterpakets, um Stifte zu drechseln oder eine Pfeffermühle zu drechseln und ist einfach absolut genial. Ich freue mich riesig darauf, das alles auszuprobieren. Jetzt geht es jedenfalls erstmal mit der eigentlichen Maschine los. Wir packen die aus, bauen sie zusammen und machen einen ersten Test. Und ihr seid mit dabei. Los geht's! Und los geht die wilde Fahrt. Ich finde es immer total cool, solche neuen Maschinen auszupacken. Das ist immer ein bisschen wie Weihnachten. Hier habe ich mich erstmal um die erste Box gekümmert. Da ist eigentlich nur dieses Untergestell drin, das ich mit dazu bekommen habe zur Drechselbank. Es besteht aus diesen beiden Füßen. Hier packe ich gerade noch die Werkzeugaufnahme aus, die da zwischen die beiden Füße kommt.
Diese beiden Teile sind noch Erhöhungen, das seht ihr dann gleich, wofür die sind. Als erstes lege ich gleich mal los und mache diese Werkzeugaufnahme zwischen die beiden Füße mit den mitgelieferten Schrauben, ganz easy. Und dann kommen bereits diese Erhöhungsdinger rein. Die lassen sich im Endeffekt auf eure passende Höhe einstellen. Ich bin 1,85 groß, ich habe das eher weit oben eingestellt. Und dann habe ich mich gleich um die zweite Box gekümmert, wo die eigentliche Drechselbank drin ist. Da wird das Gewicht auch gleich ein bisschen mehr. Ich glaube zusammen Untergestell und Drechselbank wiegt das um die 100 Kilogramm. Da habe ich noch gemerkt, dass ich vergessen habe, diese Gummifüße unter das Untergestell zu machen. Das habe ich noch schnell nachgeholt. Besser jetzt, als wenn dann gleich die Drechselbank drauf kommt. Ihr seht, das Ding wiegt wirklich eine Tonne. Bitte macht nicht den Fehler wie ich und versucht das alleine auf das Gestell zu hieven. Es ist echt wirklich schwer, das ist eigentlich ein Job für 2 Personen. Dann das Ganze festgemacht und als nächstes gleich mal alle blanken Teile entfettet. Das habe ich einfach mit ein bisschen WD-40 gemacht, kurz einwirken lassen und dann abgewischt. Als nächstes habe ich mich um diese Maschinenbettverlängerung gekümmert, die ich ebenfalls dazu bekommen habe. Auch aus einem Guss gefertigt, schön schwer, wieder die blanken Teile entfettet. Und auf der Seite des Spindelstocks angebracht mit 3 mitgelieferten Schrauben. Dann gleich die passende Aufnahme noch hingeschraubt. Hier lassen sich später zum Beispiel Schalen drechseln mit einem Durchmesser von bis zu 40 cm. Das ist also echt verrückt. Für eine eher kleine Maschine ist das schon ein gewaltiger Durchmesser. Ebenfalls habe ich eine coole Lampe dazu bekommen, die man auch über die Löcher an der Rückseite des Spindelstocks befestigen kann. Und hier packe ich noch die Werkzeuge, die Drechselwerkzeuge aus, die ich vom Werkzeugladen bekommen habe. Ja, und damit wäre das Ding bereits aufgebaut. Mit der Anleitung war das echt easy. Vieles davon ist auch wirklich selbsterklärend. Also, falls ihr euch das Ding zulegt, keine Angst, das Aufbauen ist wirklich ziemlich einfach gemacht. Ich kann jetzt natürlich noch nicht so viel über die Maschine sagen. Dazu muss ich sie erstmal testen eine Zeit lang. Es wird aber bestimmt ein YouTube-Video darüber geben, was da so mein Fazit ist. Was mir jetzt bereits gefällt, ist auf jeden Fall, wie robust die Maschine ist. Also diese Teile sind wirklich alle aus einem Guss gefertigt. Die Spindel läuft wunderbar auf diesem Maschinenbett. Das lässt sich alles wunderbar solide arretieren. Auch diese Maschinenbettverlängerung auf dieser Seite gefällt mir sehr gut. Hier soll man wirklich Schalen drechseln können bis 40 cm Durchmesser. Das ist der absolute Wahnsinn für eine kleinere Maschine wie diese hier. Auch das Licht, das sich hier mit den Bohrlöchern direkt am Spindelstock befestigen lässt, finde ich absolut genial. Genauso wie die Werkzeugaufnahme hier unten. Hier wurde wirklich an sehr vieles gedacht. Aber wie gesagt, das muss ich jetzt alles erstmal erkunden, ausprobieren und dann gibt es ein Fazit für euch. Was wir jetzt allerdings noch machen, ist, wir drechseln einfach irgendein Fantasiegebilde drauf los, um das Ganze mal zu testen. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Als weiteres Zubehör habe ich diesen Mittenfinder bekommen, womit sich natürlich sehr komfortabel die Mitte von so einer Kantel bestimmen lässt, damit das dann auch wirklich alles schön auf einer Flucht eingespannt ist. Dann habe ich mal versucht, die richtige Geschwindigkeit zu ermitteln. Es gibt da so Tabellen, wo man sich grob dran halten kann, aber ich glaube, vieles kommt dann auch wirklich einfach mit dem Gefühl, mit der Erfahrung, die mir jetzt natürlich noch fehlt. Am Anfang habe ich auch das Werkzeug komisch gehalten, wahrscheinlich auch jetzt mache ich noch viele Fehler, aber wie gesagt, das sind alles Erfahrungswerte, die man einfach sammeln muss mit der Zeit, mit den Jahren, die man mit diesem Hobby verbringt. Aber um sich einfach mal ranzutasten an dieses Hobby,
war es sicher gut, einfach mal dieses Stück Baumnuss ein paar Formen reinzudrechseln. Und da haben wir unser erstes selbstgedrechseltes Fantasiedingsbums aus einem Stück Baumnuss. Das hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Am Anfang natürlich ein bisschen creepy, sich da ranzutasten, das erste Mal an der eigenen Drechselmaschine. Aber es hat immer besser funktioniert. Auch diese Einsteigerwerkzeuge, die ich vom Werkzeugladen bekommen habe, das hat wirklich gut geklappt. Und ein erster Test erfolgreich abgeschlossen. Wie erwähnt, werde ich das Ding jetzt länger testen, vielleicht so ein halbes Jahr oder so, und dann werde ich ein Fazitvideo hier auf YouTube uploaden. Da könnt ihr also gespannt drauf sein. Da kann ich auch echt mehr über die Maschine sagen, wie mir das Ganze hier liegt, wie ich damit zurechtkomme, und ist bestimmt interessant für euch. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr erstens meinen Kanal abonniert, dann auch gerne ein Like auf das Video da lasst und ganz wichtig, gerne was in die Kommentare schreibt. Drechselprofis da draußen, sagt mir, was ich falsch gemacht habe, was ich besser machen könnte. Würde mich sehr interessieren, würde mir sehr helfen, mit dem neuen Hobby Drechseln zu starten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und macht es gut.